It looks like not many people are still doing first. No. Okay, guten Tag. Wir kommen zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Das Übungsblatt heute ist das letzte Übungsblatt. Nächsten Mittwoch geben wir die Probklausur aus. Sie haben ein bisschen Zeit, um die Probklausur zu bearbeiten. Am welcher Tag haben wir? 7. Februar, Montag in 1, 2, 3 Wochen diskutieren wir hier die Probklausur. Genau, also die Probeklausur wird nicht abgegeben und wird auch nicht korrigiert, die ist einfach nur zu eurem Vergnügen da. Und am 7. Februar gehen wir dann zusammen hier durch. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen, wir werden da etwas knapp mit der Zeit sein, weil gut, abends eine Klausur hier ist, also eine echte Klausur. Deswegen werden wir um Punkt 16 Uhr auf jeden Fall anfangen, keine Minute später, und um spätestens 17:30 Uhr fertig sein. Ja, gut. Letztes Jahr war 3 Stunden. Dauer mehr als ja, 3 also Stunden? wer die YouTube-Videos vom letzten Jahr anguckt, wird so ungefähr 3 Stunden Probeklausurbesprechung auf YouTube finden. Ja. Ja. Wir sollten dieses Jahr verkürzen. Ne? Okay, gut. So, was gehen wir weiter? Wir sollten über Speicherung von Informationen diskutieren. Ja? Es bedeutet, wir sollten über verschiedene Mengen von Speicher gucken und die Konzepte von verschiedenen Dingen von Speicher auch gucken. So, von Speicher haben wir auch verschiedene Ziele zu entwerfen. So, möglich, wir sollten über die Kapazität gucken. Am besten ist, dass die Kapazität ganz groß bis unendlich ist am besten, so ich kann jedes Bit dort speichern. Ja? So, es ist nicht gut, wenn ich etwas zu speichern, aber es keinen Platz mehr. Natürlich, die Zeit zu zugreifen, so am besten nur, es sollte keine Zeit zwischen der Zeit, die Daten zugreifen und die Zeit, ich die Daten bekommen. Natürlich, es ist nicht möglich. Everything needs time. Wir kennen schon, mindestens mit PCR-Test. Es dauert Zeit. Ja? Yeah. So last week, I was always loading the page for the kit for the PCR test. After 3 days, I gave up because there was no result. And then the school announced that, of course, they cannot work on so many requests. They got some delays. So gleich vom Speicher. Es gibt deswegen 2 verschiedene Metrics über Zugreifzeiten zu bewerten. Eine ist sogenannte Latenz, andere ist sogenannte Durchsatz. Die Latenz ist die Zeit zwischen dem Punkt, man die Daten zu Nachfrage und die Zeitpunkt,
die Daten dabei ist. Okay? Wenn ich etwas zugreifen muss, dann sollte ich zuerst die Daten nachfragen und dann bekommen wir die Datei später. Dann diese Zeit zwischen ist sogenannte Latenz. Andere ist mit Durchsatz genannt. Das ist auf Englisch Throughput. Das bedeutet, wenn wir mehrere Nachfragen schicken, dann gucken wir, wie viele Nachfragen wird in zum Beispiel eine Sekunde oder eine Minute servieren können. Okay, das ist auch gleich mit PCR-Test. Wir kennen schon, PCR-Test dauert vielleicht 24 Stunden. Wenn es nicht so viele Nachfragen gibt. Aber man kann mehrere PCR-Tests gleichzeitig durchführen. Ja? So, die Zeit zum PCR-Test ist die Latenz von heute. Dann nach 24 Stunden bekommen wir vielleicht das Ergebnis. Und wir können vielleicht mehr als 1 Million PCR-Tests während 24 Stunden ausführen. So, der vorne ist Latenz, der später ist Throughput. Okay? Natürlich, wenn wir etwas speichern, müssen wir auch die Datei immer dabei sein. Solche Datei kann persistent oder nicht persistent sein. Das bedeutet, wenn ich etwas auf meiner Flash-Speicher speichere, ich hoffe, dass die Datei immer dabei ist. Wenn ich etwas an meinem Rechner speichere, das ist mit DRAM und SRAM, kann sein, dass die Datei nicht dabei ist, wenn es keine Leistung mehr. Wir hoffen, dass es geringe Energieaufnahme gibt. Es bedeutet am besten auch keine Energie, braucht man, aber es auch nicht. Wir hoffen, dass die Daten ganz sicher und natürlich es ist am besten kostenlos und physikalisch klein. Aber man kann nicht die alles gleichzeitig schaffen. Und die kostenlos ist normalerweise unmöglich. Das bedeutet, wir haben Konflikte vom Speicher, Konflikte für einen Speicher. Wir hoffen, dass wir Hochkapazität haben, schnell zugreifen und ganz energieeffizient speichert haben. Leider können wir die Ziele nicht gleichzeitig erreichen. Hier ist ein Beispiel, wenn wir über SRAM und DRAM gucken. So, die zwei verschiedenen Speicher. SRAM steht für Static RAM, Static Random Access Memory. DRAM steht für Dynamisch Random Access Memory. Wir haben früher schon gesprochen, SRAM ist zum Beispiel Flip-Flop, Cache, Scratch per Memory. DRAM ist zum Beispiel Hauptspeicher, DDR3, DDR und andere. DRAM ist billiger als SRAM. DRAM ist mit hoher Kapazität aus SRAM. SRAM ist schneller als DRAM. Wenn wir über die Eigenschaften in dieser Bereich gucken, was kennen wir hier ist das. SRAM ist schneller als DRAM, wenn SRAM klein ist. Wenn SRAM zu groß ist, ist SRAM langsamer als DRAM. Ist auch SRAM
nicht mehr energieeffizient als DRAM. Das bedeutet, wenn wir über die zwei verschiedene Speichertechnologien gucken, es gibt immer solche Trade-offs. Manche Speicher ist nur gut für einige Bereiche, aber schlechter für andere Bereiche. Okay? Das ist auch gleich hier, wenn wir über Registerfile gucken. Es ist hier, Registerfile ist die Menge vom Register. Also wenn wir mehrere Register haben, dann brauchen wir auch mehr Zeit, um Register zuzugreifen. Wenn wir mehrere Registers im Registerfile setzen, dann ist das Registerfile auch, braucht auch das Registerfile mehr Leistung. Das bedeutet, alles ist groß für große Speicher. Das ist ein großes Problem, dass wir brauchen mehr Kapazität, um Programm zu speichern, auszuführen. Leider ist es langsamer und braucht man mehr Energie und Leistung. Wenn wir noch über die Kosten pro Megabyte und Zugriffszeiten gucken, es ist auch nicht unbedingt besser, eine Technologie zu benutzen. Wenn wir über SRAM gucken, in diesem Bereich, SRAM ist am teuersten und Disks, Platten sind am billigsten. Für die drei. Ja? Es gibt natürlich andere Technologie billiger als Platten. Es gibt natürlich Technologie teurer als SRAM. Aber was kennen wir? Jetzt ist das, wenn wir über Speicherarchitektur und Struktur gucken, natürlich können wir vielleicht DRAM an Prozessor als Register zu setzen. Das funktioniert vielleicht auch, aber das ist vielleicht zu langsam und ganz langsam. Wenn wir die Performance von Prozessoren verbessern, funktioniert es gar nicht, weil das Speicher zu langsam ist. Okay? So, deswegen, wenn wir über die Kosten pro Megabyte und Zugriffszeiten für verschiedene Technologien gucken, dann bekommen wir schon die Anwendungsbereich für verschiedene Speicher. Das Problem für Speicher ist einfach so. Wenn Sie im Markt gucken, welche Speichertechnologie Sie kaufen möchten, gucken Sie normalerweise zuerst über die Kapazität. DRAM, Platten und Flash-Speicher. Meistens denken nur zuerst an Kapazität. Deswegen hat auch die Hersteller darüber gemacht. Wir kennen schon Moore's Law. Das bedeutet, in jeder 18 Monaten bekommen wir verdoppelt Größe von Transistors. Wir können solche Transistors und Performance zu investieren, sodass bekommen wir bessere Technologie, schneller. Wir können auch solche Transistors aus Kapazität zu verbessern.
dann verdoppelt wird die Kapazität von Speicher. Das war einfach so in der Vergangenheit und auch jetzt. Wenn wir über die Performance von Speicher gucken, es ist die Verbesserung von Effizienz, von Performance, ist nicht wie Rolls-Royce. Wir sehen jetzt von diesen 30 Jahren, die Performance hatte weniger als 10-mal verbessert. Aber wenn wir über Prozessoren gucken, die Performance von Prozessoren von hier zu hier gegen 1980, das ist mehr als 10.000 Mal verbessert. Okay. Das bedeutet, es gibt geringe Steigerungsraten von Speicherzugriff zu Performance, weil die Performance haben die Hersteller immer meistens zuerst in Kapazität zu investieren. Okay, wo ist das Problem? Wenn die Prozessoren immer schneller werden, aber die speichert nicht. Oh, vielleicht es gibt kein Problem. Yeah. Okay. So some of you may know that we are facing the semiconductor silicon crisis, right? So what I said about the cost here has nothing to do with the current trend. Huh? It was basically when the market was still not over-demanded. Yeah? But it was very expensive to get anything last year. It remains expensive. The problem is probably not only about the cost, but availability. You probably get that from the news. Yeah, if you try to buy some GPUs from AMD, or if you want to buy an AMD processor from the markets, it's probably not that easy nowadays. The delivery could take quite some time. Okay, gut. Ups. Ja, das bedeutet, die Prozessoren müssen immer länger auf den Speicher warten. Wenn ich die Technologieverbesserung noch gucke, das bedeutet, meistens muss warten. Ich kann Prozessoren im Clock-Rate 1 GHz auf 4 GHz ersetzen. Wenn der Speicher nicht schnell genug ist, dann es gibt keine Datei zu arbeiten. Dann muss der Prozessor anhalten, bis die Datei dabei ist. Deswegen, wir sollten über die Speicherhierarchie noch gucken. Wir kennen schon jetzt, dass große Speicher langsam sind und viel Energie benötigen. Und das ist vielleicht nicht gut, wenn wir immer große Speicherkapazität zusetzen. Aber die Anwendungen von Programms verhalten normalerweise lokal. Sie schreiben ein Programm, Sie denken nur die Verhalten lokal. Vielleicht während 10
oder 100 Linien von Programm. Und wenn es gibt mehr Länge, dann es gibt Funktionen. Wir sollten andere Funktionen aufrufen. Das bedeutet, wir können versuchen, Sort abzulegen. Die häufige speicherte Inhalte lagern wir einfach in kleinen Speicher, sodass die Zugreifzeit geringer ist und die seltenen benötigten Inhalte lassen wir in großen Speicher, sodass wir die zwei Konfliktziele erreichen können, dass wir die große Speicher benutzen, um ganz Speicherbereich zu bekommen, aber wir Geschwindigkeit bekommen, wenn wir lokal ausführen von Schleifer oder von Datei zugreifen. Deswegen bekommen wir diese Einführung von Speicher. Okay, das geht nicht. Weiter, Entschuldigung. Und dann durch diese solche Kombination, es ist auch eine Illusion von einem großen Speicher mit kleinen Zugriffszeiten. Okay, bei solchen Systemen müssen wir noch gucken. Das Konzept ist nicht neu, das war schon vor langer Zeit. Ich würde am Ende des Semesters noch über das Konzept von Neumann sprechen. Aber dieses Konzept kann man hier noch einmal gucken. Ideally, one would desire an infinitely large memory capacity such that any particular word would be immediately available. That is, in a time which is shorter than the operation time of the fast electronic multiplier. It does not seem possible physically to achieve such a capacity. We therefore forced to recognize the possibility of constructing a hierarchy of memories, each of which has greater capacity than the preceding, but which is less quickly accessible. Das ist das Originalkonzept von Neumann. Und wir benutzen solche Konzepte immer wieder, weil wir mehr Capacity brauchen, weil wir Geschwindigkeit brauchen. Und die zwei Konfliktziele müssen wir gleichzeitig erreichen. Okay, so, was haben wir in unserer Hierarchie? Es gibt SRAM, diese sind Register, Free Flops und Cache und DLBs. So, wie kann ich zurückgehen? Das? Ja, okay, ne, noch nicht. Okay. So, wir kennen schon Cache, wir kennen schon Register. Wir werden über Cache und TLBs hier in dieser Kapitel gucken. Dann, es gibt DRAM und SRAM. Es gibt DRAM. Solche DRAM können wir als Hauptspeicher benutzen. Und es gibt Platten und zwischen Platten und DRAM gibt es sogenannte Platten Disk Caches. Das ist auch gleich wie das ist gleich in DRAM gelassen. So, und es gibt natürlich
external speichert, wie optisch und Bänder. Und man kann auch die Datei auf Cloud speichern. Okay, was kennen wir? So, das Konzept von Neumann ist auch hier. Das bedeutet jetzt, dieser ist groß, die Kapazität von Cache ist größer als Registerfile. Die Kapazität von DRAM ist größer als Cache. Ja, dies weiß ich nicht in dieser Richtung. Die Kapazität von Platten ist auch größer als DRAM. Okay. Wir können einfach sagen, dass wir haben immer inner inklusiv. Das bedeutet, die Inhalte von Registerfile sind eine Kopie von Cache. Die Inhalte von Hauptspeicher von Cache ist eine Kopie von der entsprechenden Datei von Hauptspeicher und weiter. Okay, gut. Gibt es Fragen? Wenn nein, ich habe eine Frage. Welche der folgenden Cache-Größen wäre für einen Desktop-Computer realistisch? Cache. How big is your cache? Do you know? Those who have the laptops in front of you? Do you know how big your cache is? No? Can you check now? Oh, you don't have a laptop? How big is your cache? No? Do you know how to check your cache size? I have 512 kilobytes of L1 cache, 4 megabytes of L2, and 8 megabytes of L3. Could you repeat that again? 512 kilobytes of L1, 4 megabytes of L2, 8 megabytes of L3. What do you mean by L1, L2, and L3? That's how fast the cache is. You have Yeah, 3 so parities. then are they different or are they similar? As far as I know, is L1 per core, and the other ones combined for many cores. So L1 per core, L2 share, L3 shared. Uh-huh. Okay, good. This is already more advanced than the expectation I have. So we'll talk about that. Yeah? So within the cache, you can also differentiate the capacity and speed. So L1 is 512 kilobytes. L2 is 8 megabytes. 4 megabytes. Which one is faster? L1 is the fastest. And Do you know how fast L1 is in comparison to L2? Exactly not, but I think L1 is... Can you be closer to you? Exactly not, but I think L1 is only 1 cycle and L2 is like 5 or something like L1 that. is roughly 4 cycles. 1 would be too much. 1 is the register. So 2 to 4 would be L1. L2 would be roughly a bit more. So 8 to 10. And L3? I think it's a little bit more like 20 or 30. Uh-huh. And what happens if you access to the main memory? It's more like 100. Yeah, that's a good range. Okay, so thanks a lot. Okay, I built a dialogue because you may feel that, okay, why do I have to know this? Well, of course, this would not be an exam, so I talk in English, but you have friends, right? Your friends may ask you, my computer is so slow, and you can start to say, yeah, because your L1 cache is too small, and you can start to talk about L1, L2, and L3, and they will say, oh, I don't want to talk with you anymore, you are a geek. And it's probably reached the goal. So, as a computer scientist, I think you are supposed to know what your computer has and how it works. So the basic knowledge about some common reasoning about computers is, in my opinion, important. So L1 cache.
is small, in a scale of hundreds of kilobytes. Then you go to L2, which is a bit larger, in a scale also a few megabytes. L3 is a bit larger than L2, but not much larger. If you get someone calling that he has gigabytes of cache, something must be wrong at this moment. It could be possible in the future. What would happen is that you could always change the technology, right? So by what he said, L3, in many computers which have L3, the L3 is not SRAM. L3 is achieved with that capacity by embedded DRAM. Okay, good. So what do we say here? So I think he gave us all the numbers we can pick. So let's have a look. Good. So I think that's a good reasoning. 128 bytes, I would say, come on. This is even less than your register file. So you will not do that. It's already wrong direction. 32 bytes is even smaller than your register file. This is not possible in that direction. 512 megabytes, I think you would have a hard time to invest that. Yeah, I mean, you need to have high performance. That's the reason why we said high performance servers may reach that level, but not in personal computers domain. Okay? Good. So, any question? No? So, let's start from the Hauptspeicher, main memory. So this is the introduction, and no question to introduction, and we go to the details. First detail is that. Was bedeutet von Speicher? Wenn wir ein Prozess oder ein Programm ausführen möchten, dann müssen wir zuerst das Programm im Hauptspeicher laden. Wir haben früher geguckt, Sie können zuerst ein Programm schreiben aus RISC-V, C oder Java. Dann machen wir zuerst mit Compiler, dann Linker. Und dann am Ende müssen wir das Programm laden. Wo laden wir? Wo laden wir her? Wo laden wir hin? Es ist einfach in Hauptspeicher zuerst. Dann, wenn wir mehrere Prozesse ausführen möchten, müssen wir überlegen, welche Adresse entsprechend welche Adresse. Ich kann ein Programm schreiben, Sie können andere Programme schreiben, und wenn wir alle Programme auf ein Plattform ausführen möchten, dann müssen wir über unsere Adresse verschieden machen. Ansonsten, mein Programm ruft Ihre Funktion auf, Ihr Programm ruft meine Funktion auf. Deswegen wollen wir diese Adressen vom Hauptspeicher aus unserer realen Adresse, auch sogenannten physikalische Adresse, und es gibt Adresse vom einem Programm, das ist mit sogenannten virtuellen Adresse genannt. So, was bedeutet das? Sie schreiben, was Sie möchten in dieser virtuellen Adresse-Raum. Dann der Lader ladet das Programm im Hauptspeicher mit einer Umsetzung zur realen Adresse. Okay. Das bedeutet, wenn wir etwas ausführen möchten, müssen wir immer eine Umrechnung von der virtuellen Adresse zur
reale Adresse oder zum reale Adresse zu virtuelle Adresse, wenn wir verschiedene Funktionen anrufen möchten. So, hier benutzen wir diese sogenannte Memory Management Unit. Die Memory Management Unit ist für das Umrechnen von Adresse verantwortlich. Okay, was benutzen wir? Zum Beispiel, wir haben eine virtuelle Adresse zu ausführen. Dann bauen wir zuerst diese MMU, Memory Management Unit, um die reale Adresse zu berechnen. Dann können wir die reale Adresse zugreifen. Dann bekommen wir die Datei oder Befehle zu ausführen. Das ist ein Konzept. Bei einfachen Systemen sind die realen Adressen und virtuelle Adressen identisch. Das bedeutet, wir brauchen für solche Systeme vielleicht auch kein Memory Management Unit. Und solche ist natürlich möglich, aber das ist nur möglich für einfache Systeme. Okay. Für solche Systeme gibt es auch keine Complex Management Unit dabei. Okay, so was können wir machen, wenn wir ein bisschen verbessern können? Wir können zum Beispiel die Adresse von Hauptspeicher einteilen. Auf Englisch Partitions. So, wir können zum Beispiel hier 4 Partitionen machen. Auf 5. Das Bereich hier ist für das Betriebssystem. Und das Betriebssystem kennen Sie später in die Vorlesung Betriebssysteme. Ja? Und wir können zum Beispiel hier 4 Partitionen machen. Was können wir einfach umsetzen? So, der Compiler adressiert Befehle ab einer Anfangadresse. Hier nehme ich an, dass die Anfangadresse nur ist. Bei Laden muss auf alle Adressen diese Anfangadresse von Partition 1, Partition 2, Partition 3 oder Partition 4 addiert werden. Das bedeutet, ich kann hier 4 verschiedene Prozesse auf 4 Programme gleichzeitig im Hauptspeicher lassen. Okay? Solche Programme kann identisch sein, kann auch verschieden sein, aber wenn wir diese Partition schon früher richtig gemacht haben, dann können wir auch diese Partitions gleichzeitig im Hauptspeicher lassen. Okay, so hier nehme ich an, dass wir zusammen 8 Programme ausführen möchten, aber wir haben nur 4 Partitionen. Wie können wir machen? Ne? Wir können auch eine Partition mit mehreren Prozessen einlagen. Zum Beispiel hier Partition 1 haben wir Prozessor 1 und Prozessor 2. Das bedeutet jetzt ist das, wenn wir das Programm 4 oder Programm 5 ausführen möchten, dann sollten wir die Datei und Befehle von Speicher, von Platten nach Hauptspeicher laden. Und wenn das Prozess nicht ausgeführt wird, sollten wir die Datei und Befehle in Platten noch einlagen. Okay? Das kann man einfach so machen.
Okay, das ist natürlich nicht so einfach. Wenn das Prozess 1 wird die Adresse von hier zugreifen, dann ist es problematisch. Ja? Von dieser Struktur ist das gültige Adresseraum vom Prozess 1 nur von hier bis hier, aber nicht größer. Ansonsten kann ich die Datei und Befehle von anderen Prozessen zugreifen und anzurufen. Das ist schwierig, wenn wir mit Multiple-User-Umgebung zu verfügen. Das bedeutet, wir brauchen auch diese Grenzregister, um die richtige Adresse zu begrenzen. Und wir brauchen auch Speicherschutz zu überprüfen. Ja? Solche Grenzen können wir in ein besonderes Register, sogenannten Grenzregister, speichern. Und mit Context Switch müssen wir überprüfen, ob wir die Inhalte von Grenzregister laden, überprüfen, immer wenn wir etwas zugreifen möchten. Okay? Das ist mit sogenannten Memory Protection Unit genannt. Ja. Okay, so, was tun, wenn Prozessor mehr Speicher benötigen? Das sieht nicht kompliziert aus. Wenn zum Beispiel Prozessor 4 mehr Platz brauchen, dann verschieben wir einfach etwas hier. Das ist leider nicht so. Das ist ganz schwierig. Warum? Es ist 15 oder 25? 25, okay. Warum ist es schwierig? So why is this difficult? I mean, you set this offline, you basically call everything is fine, you get the corresponding address, corresponding values. Now, if you want to shift the partition, what would be the problem? Wenn man Datei im Speicher speichern, gibt es keine Möglichkeit, ob wir diese Datei als Adresse oder als Wert zu identifizieren. Okay? Wenn wir das ganze Segment oder die ganze Partition verschieben machen möchten, dann sollten wir die Adresse immer auch bearbeiten. Wenn wir über die Adresse bearbeiten möchten, dann sollten wir identifizieren, welche Datei auf welche Adresse sind für Adresse und welche Adresse sind für Objekte von Werten oder Scalar Values. Das ist leider nicht so. Wir kennen gar nicht. So, deswegen, das funktioniert einfach nicht. Okay. So, how do we do in our paper to resolve this problem? Ja, wir machen das, was man die ganze Zeit hier gesagt hat, was man nicht machen darf, das Textsegment überschreiben. Also damit kann ich natürlich dann verändern, auf welche Adressen zugegriffen wird, aber das ist nicht so einfach. Ja, das ist nicht so. Wir erklären hier das Basic-Konzept, aber meistens machen wir
folgen wir solche Konzepte nicht ganz einfach. Aber you can do whatever you want. But when you do whatever you want, you know that you will face problems. Okay. This is the problem you will face when you shift. So, man sollte nicht einfach diese machen. So, solche Anteilung oder Partitioning hat auch ganz starke externe Fragmentierung. Das bedeutet, wir haben in unserem Beispiel 4 Partitionen. Meistens benutzen wir nicht die ganze Adresse. Das bedeutet, wir haben die in unserem Speicherbereich viele Dinge ungenutzt. Und man muss den Speicherbedarf von Applikationen recht genau kennen und eine möglichst passende Speichergröße zuweisen. Das bedeutet, wir können einen Prozessor in dieser Partition lassen, wenn die Größe von der Partition größer als die Größe vom Prozess ist. Wenn nicht, dann geht es nicht. Das bedeutet, wir brauchen auch die genannte Grenze von Speichergröße vom Prozessor. Und es gibt auch Risiko vom Prozessabbruchs, wenn Speicher nicht ausreicht. Wenn wir nicht genug Platz haben, dann haben wir Probleme. Entweder das Programm funktioniert nicht mehr oder die anderen Programme sind verletzt. Okay, gut, bauen wir mehrere bessere Lösungen. Die erste Lösung wird hier vorstellen, ist mit Segmentadressierung. Was bedeutet hier ist das? Wir gucken jetzt nicht ganz genau die Prozess im Continuous Adressraum zu lassen. Wir haben verschiedene Segmente. Wir können einfach über Segmente gucken und dann setzen wir die entsprechenden Segmente in unser Speicherraum. So, wie wir früher schon gesagt, es gibt mindestens 3 Segmente: Text-Segment, Stack-Segment und Data-Segment. So, wir haben mindestens die 3 Segmente, so Befehle, Daten und Stack-Segmente. Das Prozessadressenraum werden zusammenhängende Bereiche im realen Adressraum zugeordnet. Das bedeutet, wir lassen dieses Segment vom Befehl vom Prozessor 1 in diesem Bereich und hier können wir die Daten vom Prozessor 1 hier lassen und Stack hier lassen. Das kann man frei machen. Okay, I always want to ask that question, but where is the question? I think we have to ask that now. Let me try to figure out where the question is. Yeah, what is the difference between process? Yeah, here. Yeah, good. So, I feel strange that we don't talk about this before I talk about that. Was ist der Unterschied zwischen einem Programm und einem Prozess? So what is the difference between a program and a process? So I try to be as precise as possible when I talk about what we did. You probably notice that I always talk about a process
in memory, a program is loaded to the memory as a process to be executed. What's the difference? So, who uses Windows? Okay, when you want to manage your task, there's something called Task Manager, right? In Task Manager, when you want to kill something, what do you kill? Do you kill a program or do you kill a process? I mean, it's quite famous, right? And at least now you can use Control-Alt-D or Delete, and you get some Task Manager. And you can kill something when it doesn't respond. I think it kills the process of the program because the executed tasks. Mm-hmm. So it kills the process of a program. Yes. So can you load a program multiple times in your Windows? Most of the time. Most of the time, sometimes not. Yeah, okay, good. And what is your answer in this? I would say the process is only the code of a program. The process is only the code of the program. Can you hear the code of the program? No. So it's not called kill, right? So let's ask, do we have Linux users? Do we have Linux users? No? Sometimes? Okay, good enough. How do you kill a program, a running program? On Linux, you can kill it with a command, kill and the process ID. Which ID? The process ID. Process ID, PID? Yeah, PID. And my answer is it's Instanz eines Programms. Okay. Ein Prozess ist eine Instanz eines Programms, würde ich sagen. Okay, good. A process is an instance of a program. Wenn man das halt Programm öfter startet, dann hat man halt mehrere Instanzen von dem gleichen Programm. So, what does the process ID tells you? If I have a program executed multiple times in parallel, I launch the same program multiple times. Do they get the same process ID? I don't know. No, I don't think so. You don't think so? Why not? Because that's only a virtual address, and you can take many virtual addresses to their own petitions and can use them. Maybe. I don't know. Okay, any opinions different from them? Okay, good. So, okay, I think it should be clear. The last answer is not correct. It's not a code. The process is not about a code. Process involves two things. First, we heard something called process ID. The process ID is the index of a data structure in an operating system to store the corresponding information of that process. Okay? So as we already learned nowadays, we can launch multiple processes of the program multiple times at the same time. That means that the program counters of those processes are different in the same time. So you need to put those registers to the corresponding memory area, and operating system has to get the corresponding information.
to that. We also learn from the last answer, a process stores the corresponding virtual memory for the program to be executed. And a process is an instance of a program. And therefore, it's very important that you understand the difference between the process and the program. Otherwise, you don't know how we are talking. Huh? Okay, good. So, again to look. So, Prozess. Ein Prozess ist eine Instanz von einem Programm. Was bedeutet es hier ist das? Die zwei Prozesse kann vielleicht repräsentieren, kann vielleicht vor ein gleiches Programm repräsentieren. Dann, was können wir dann? Das ist so, wir brauchen die verschiedenen Adressraum für verschiedene Segmente. So, wir haben zum Beispiel hier das Segment 1, Segment 2, 3 hier und 4 hier, 5 hier, 6 hier. Was brauchen wir ist, dass wir brauchen die Anfangadresse in reale Adresse. So, wir brauchen ein Mapping von virtueller Adresse zum realen Adresse. Wenn wir zum Beispiel hier der vierte Befehl von Prozessor 2 ausführen möchten, diese Adresse ist die Anfangadresse von diesem Segment plus der Offset vom Anfang in die virtuelle Adressraum. So, die vierte Befehl ist in Adresse 12. So, 12 plus nur 3, 9 nur ist die entsprechende reale Adresse von diesem Befehl. Gibt es Fragen hier? Wenn nein, dann das haben wir schon geguckt. So, was haben wir? Für jedes Prozess brauchen wir eine Tabelle, Segmenttabelle. Dann haben wir die Anfangadresse von der entsprechenden realen Adresse. Was brauchen wir hier? Befehle von Prozessor 1 ist in Adresse nur 1, nur. Data sind hier und Stack ist hier. Das ist vom Prozess 1 und vom Prozess 2 ist anderes. So, Prozess 2, dann bekommen wir, hier ist Befehle, Text, Daten ist hier, Stack ist hier. Okay? Dann natürlich bei jedem Speicherzugriff müssen wir auch über die verdeckte Adresse berechnen. Okay? Das müssen wir natürlich auch die Länge von jedem Befehl gucken und dann müssen wir natürlich auch über die Zugreifrecht überprüfen. So, was ist gut für solche Modelle? Wir haben verschiedene Beschränkungen von verschiedenen Speichern, zum Beispiel Befehle kann man normalerweise read-only und deswegen können wir auch für dieses Segment read-only einsetzen. Und dann können wir auch Speicherschutz von verschiedenen Segmenten einsetzen. Und bei Laden müssen wir nur ein paar Adressen, ein paar Dinge im Speicherraum setzen. Wir brauchen nicht das ganze Prozess
den ganzen Prozess sofort laden. Und Verschieben von Segmenten ist jetzt möglich. Und dann weiter, wir können die von entsprechende Datei gucken. Die Auslage von ganzen Segmenten und Rückschreiben an Platten ist auch möglich. Okay? Gut. Wenn wir noch über das gucken, es kann sein, dass wir nur die 2 Segmente benutzen und dann nach zum Beispiel Ausführung haben wir ein paar Speicherplatz frei. Dann können wir diese Segmente auch verschieben und wenn wir ein neues Segment hier einlassen möchten, dann suchen wir die entsprechende Freiplatz einzupacken. Solche Freiplatz kann man mit verschiedenen heuristischen Algorithmen einsetzen. Sie können später im Betriebssystem kennen Sie First Fit, Best Fit, Worst Fit und andere Fitting Strategies hier zu machen. Ich würde hier nicht mehr über solche Segmente adressieren sprechen. Und wenn wir nicht genug kontinuierte Adresse haben, dann können wir auch verschiedene Segmente verschieben, sodass wir genug Platz bekommen, um das neue Segment hier einzuladen. Okay, das kann man auch machen. Wenn wir noch einmal über diese Segmentadressierung gucken, es funktioniert einfach so. Wir brauchen eine Segmenttabelle vom Prozessor. Es bedeutet, wir sollten auch Segmenttabelle vom Betriebssystem einbauen. Was können wir machen, ist, dass wir können die Adresse mit 2 verschiedenen Segmenten gucken. Wir haben zuerst hier von unserer Anfangadresse. Diese Anfangadresse können wir mit Segmentnummer indexieren und dann die Offset setzen wir einfach hier am Ende der Adresse. Dann was sollten wir machen? Wir gucken, welche Adresse von dieser Adresse von dieser Segmentnummer ist. Dann bekommen wir die reale Adresse. Dann bekommen wir die entsprechende Tabelle Einträge. Dann gucken wir, welche Adresse ist es hier in realer Adresse, wie länger das Segment ist und ob das Prozess das richtig Zugriffsrecht haben. Was bedeutet es, wenn wir ein Textsegment überschreiben möchten? Das ist vielleicht ein Angriff. Okay? Wenn wir an die Adresse, ein Segment von anderem Prozess einschreiben möchten, dann das ist vielleicht auch ein Angriff. Dann muss man hier über das Zugriffsrecht überprüfen. Wenn alles in Ordnung ist, dann bekommen wir am Ende die reale Adresse von dieser virtuellen Adresse. Wenn es eine Fehler gibt, zum Beispiel die Adresse ist zu groß, das Offset ist zu groß von mehr als die Länge vom Segment, oder Zugriffsrecht ist unrichtig, ungültig,
dann müssen wir einen Fehler generieren. Okay? So, Segmentadressierung wird vom Betriebssystem leider nur selten genutzt. Das ist auch nicht mehr implementiert, weil es nicht so es gibt andere Beschränkungen. Das Problem ist, dass wir sollten auch, wir verschiedene Größe von Segmenten haben und das ist auch nicht einfach, um Segmenttafel zu verwalten. Okay. So, was können wir weitermachen? Das ist, die Beschränkung von verschiedenen Größen von Segmenten kann man einfach mit Paging oder Kärchen, Page Frames, zu verbessern. Was bedeutet es? Paging. Hat jemand hier Buch dabei? Niemand? Oh. Good. How big is your book in terms of size? Is that B5 or A5 or B6? A5? Okay. So what is A5? Wie groß ist A5? Man kann einfach gucken. Ne? Aber A5 ist ein Standard. Und es bedeutet auch, jede Seite von dem Buch ist mit A5. Ja? Meiste Bücher haben Gleichzeitgröße in den ganzen Büchern, ja? In dem ganzen Buch. Ja? Or books, I don't talk about strange books. Also, should not say strange. I don't talk about unusual books. The usual books, from beginning to the end, have the same size of the page. What do you mean by one page? Eine Seite. So, wenn wir über das gucken, das bedeutet, wir können auch von unserem Hauptspeicher mit gleicher Größe von Länge einteilen. Und solche Einteilung ist sogenannte Paging oder Seitenadressierung. Also auch gleich vom Bücher, jede Seite hat gleiche Größe. Okay, so, das ist mit Page Frames genannt. So, was bedeutet das? Wir haben hier als ein Beispiel auch mit zwei Prozesse, Prozess 1 und Prozess 2. Wir haben ein zentrales Page Frame, Cachen, oder Page Frame Page Table oder Page Frame, unsere zentrale Tabelle, um die Prozess zu organisieren. So, wir können einfach diese Seite von virtueller Adresse in reale Adresse zu organisieren. Es bedeutet, Seite nur vom Prozess 1 ist im Index 1 in unser Page Frame. Das mache ich vielleicht besser. Hier. So, Seite nur vom Prozess 1 ist hier in reale Adresse. Seite 1 vom Prozess 1 ist hier von reale Adresse. Seite 2 ist hier
und Seite 3 ist hier vom Prozess 1. Und dann können wir auch von Seite, Prozess 2 von dieser anderen Seiten zu organisieren. Okay, so dieser ist sogenannte Zeitenadressierung, oder Paging. Okay, wenn wir, okay, noch nicht, zurück zu Paul. Ist solche Zuordnung von Cachen zu Zeiten während der Programmausführung veränderbar? By the way, paging is used everywhere. Huh? Segmentation is not widely used, but paging is used basically everywhere. Without paging, there's no book. Let's say desktop. So during the execution, can we change the mapping? I guess. If not, then we are in trouble, right? If not, then I guess this doesn't work. So I would say, oh, okay. So, yes. Okay. Wait. Let me think. Can some of you, is anyone here vote for no? And I would like to know why. Because I don't think of a reason. So, okay, maybe it's due to my example of the books. Huh? The paging of the books will not change after being printed. Going back to this one. So if we somehow change this address to another address, what we need to do is to just change the corresponding table mapping, right? There's no need to do anything else except changing the corresponding mapping. And of course, you will not do that unless you have to. Why do we have to? If we have too many processes, and the memory is full, we need to do something. We need to swap something out, reorganize the patch frames, and in that case, your mapping changes over time. The mapping from the virtual address to the real address can change, and can change very often. Okay, good. Windows user, who is Linux user? There. Do you have a swap in your Linux? Do you have swap in your Linux? Swap. SWAP? No? No idea about swap? You have, I have. We'll talk about it later on when we go to swap. Huh? I have another question. What would you expect my next question? So when we talk about something important, we talk about its physical impact, its real impact. Right? So for patching, so we know that the books are in the usual books are A4, B4, A5, and B5, right? So what would be the typical patch size?
So just keep in mind that we try to give you a range of options, and of course, they may be wrong, or they may be arbitrary. Okay, so let's analyze this. So such solutions are difficult to create because you need to be reasonable, right? Or very unreasonable. Is it possible that any system will support you with 4 bytes as a page size? I think the first answer is basically not sensible at all. 4 bytes, the same as a word that you have. So on every page, you can write a word. And then your granularity is too small. Your page table must be as big as your main memory. Es funktioniert gar nicht. Zu klein. Okay? 400 bytes, 4 kilobytes, 400 kilobytes. Diese sind vielleicht in die richtige Richtung. Okay. 400 bytes geht es, aber nicht üblicherweise. Das ist auch ein bisschen zu klein. Das ist gleich vielleicht wie Sie brauchen auch mehrere Platz zur Verwaltung. So, diese Größe ist natürlich auch ein Trade-off. Wenn wir große Zeiten haben, dann haben wir weniger Zeiten zu verwarten, aber wir haben auch gleiche Problem mit Segmentierung. Wir haben viel Platz unbenutzt. Sorry, it's not the same problem as segmentation. Dann haben wir andere Probleme mit sogenannten interner Fragmentierung. Wir haben eine große Seite, aber schreiben wir nur ein Wort. Dann haben wir eine große Fragmentierung in dieser Seite. Okay. So, das Problem mit den 400 Kilobytes aus die Zeitgröße ist, dass es solche Möglichkeit gibt, dass wir nur ein paar Wörter von einer Seite benutzen und wir haben viele unbenutzte Platz von einer Seite. Wenn wir über 400 Bytes gucken, dann haben wir keine Seite. Es bedeutet, wir haben weniger unbenutzte Platz von Seiten, aber wir haben vielleicht ein dickes Buch. Und das ist schwierig zu verwalten. Okay, so es ist ein Trade-off. Und 4 Kilobyte sind die Default-Größe von Linux und im meisten Hardware und Betriebssysteme. Wenn ich sage, es solche Dinge normalerweise, es gibt immer Ausnahmen. Welche Ausnahme kennst du? Sofern. Zum Beispiel den Apple M1 habe ich irgendwie vorgestern gemerkt, dass die Standardseitengröße 16 Kilobyte und nicht 4 Kilobyte ist. Ja, so auch
auf Linux kann man solche große konfigurieren, um im Kernel einzusetzen. Okay. So you can configure that. You can configure to a small value, but then you spend additional efforts for the patch management. You can configure to a larger value, but your system may have a lot of waste of the patch fragmentation, internal fragmentation. Okay, gut. Das war's für hier. So, dann wenn wir diese verstehen, die reale Adresse ist gleich wie die Anfangadresse der Cached plus der Offset von dieser Adresse. Das kann man sagen, dass man muss sich nicht vorab überlegen, welcher Speicher ist bereit, wie viele Speicher zuweist. Wir brauchen keine Information, um diese Dinge zu verwarten. Das bedeutet, wir können die dynamische Verbrauch vom Speicher vom Prozess einfach einsetzen. Und jeder Cached vom Speicher kann genutzt werden. Das bedeutet, wir haben keine externe Fragmentierung mehr. Leider haben wir Internet Fragmentierung, wie ich früher erklärt habe. Deswegen sollten wir die Größe von Zeiten ein bisschen aufpassen. Und die virtuelle Adresse-Räume von allen Prozessen können bei 0 beginnen. Dann, das ist auch einfach zu berechnen und zu einstellen. Okay, gut. Dann, das ist fast gleich wie früher, wenn wir noch über die Umrechnung von virtueller Adresse zu realer Adresse zu gucken. Das ist gleich wie früher. Das ist für Segmentadressierung. Das ist für Zeitadressierung. Der Unterschied ist einfach so. Hier ist Zeitennummer, nicht Segmentnummer. Hier ist Zeitentafelbasis, Zeitencachent, Patch Frames, nicht Segment. Und die Zeiten haben gleiche Größe, so brauchen wir auch keine mehr Information über die Länge von Zeiten. Die anderen sind gleich und wir können einfach dort setzen. Natürlich, wir können solche Zeitenadressierung mit Segmentadressierung. Warum haben wir verschiedene Ordnungen hier? So, das haben wir schon erledigt. Ja. Wir können die zwei Konzepte kombinieren. Das ist, wir können auch mit verschiedenen Segmenten einsetzen und dann innen innen eines Segments können wir auch mit verschiedenen Zeiten durchsetzen. Ja. Der Vorteil ist, dass wir auch Zugriffsrechte dort einsetzen können und das kann man mit die zwei zusammen hängen. Gibt es Fragen über Speicher, Zeiten, Segment? Wenn nein, dann gucke ich schnell. Warum? Hier ist ein bisschen nicht gleich, wie ich erwartet habe. Okay, das war hier. Wir können auch Segment und Zeiten gleichzeitig benutzen.
aber das ist eine Kombination von Segment und Zeitenadressierung. Dann bekommen wir die Vorteile von beiden Methoden. Gibt es Fragen? Okay. Wenn nein, dann würden wir weiter nächste Woche über Sharing sprechen. Und dann sprechen wir über TLB. Und dann am Mittwoch würden wir über, was ist das? Praten, Flash Memory, zu diskutieren. Ja, bis dann. Tschüss.